In Malta wurde am Freitag ein Brite verhaftet, dem vorgeworfen wird, in Deutschland Steuern hinterzogen zu haben. Näheres zu dem Fall und was das Ganze möglicherweise auch mit dir zu tun hat, das wollen wir uns in diesem Video einmal näher anschauen. Ich muss gleich von Anfang an sagen, ich kenne zu diesem Fall hier nur sehr wenige Details. Es gab ja einige Presseberichte in Malta, aber ich habe ansonsten auch keine weiteren Informationen. Das heißt, sehr vieles, was ich hier sagen werde, ist reine Spekulation oder Annahmen und natürlich auch grundsätzliche generelle Aspekte, die in einem solchen Fall hier zu beachten wären und möglicherweise hier für mögliche Auswanderer relevant sind. Also, um was geht es? Ein 57-jähriger Brite ist in Malta verhaftet worden, denn er wird in Deutschland gesucht. Und zwar wird er in Deutschland für Steuerhinterziehung gesucht. Ihm wird Steuerhinterziehung vorgeworfen. Er hat wohl früher einige Jahre in Deutschland gelebt, hat dort gearbeitet für eine Schweizer Firma. Laut eigenen Angaben hat er in der Schweiz damals versteuert, aber das Finanzamt will Geld von ihm. Ich zeige dir mal eben hier den Presseartikel, der hier zum Beispiel in der Times of Malta dazu erschienen ist. So, hier ist der Artikel. Ich packe einen Link dazu auch in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wie wir schon sehen können, hier der Mann hat zugestimmt, jetzt nach Deutschland ausgeliefert zu werden, aber er sitzt momentan aktuell in Malta in der Auslieferungshaft. Also was muss hier wohl passiert sein? Aus meiner Sicht klingt das Ganze natürlich extrem, aber da siehst du, wie scharf hier die deutschen Steuerbehörden sind und wie ernst sie das nehmen, wenn hier Steuerhinterziehung im Raum steht. Wie gesagt, hier geht es nicht darum, dass der Mann offensichtlich hier Steuern, die er hätte bezahlen sollen, erklärt hat und sie jetzt nicht zahlen kann. Also es geht nicht darum, dass er Steuerschulden nur hat, sondern es geht tatsächlich darum, dass ihm vorgeworfen wird, Steuern hinterzogen zu haben. Nun, ich weiß nicht, um welche Beträge es hier jetzt geht, ob es hier tatsächlich um Millionenbeträge geht, aber meine Vermutung ist, es geht um sehr weit geringere Beträge, denn der Mann war offensichtlich hier als Analyst tätig. Das lässt darauf schließen, dass er im Finanzsektor tätig war. Auch wenn diese Leute gut verdienen, weiß ich nicht, dass sie jetzt hier gigantisch große Beträge tatsächlich hier mit nach Hause nehmen. Es ist also nicht klar wirklich, in welchem Umfang ihm hier Steuerhinterziehung natürlich vorgeworfen wird. Aber wie ich schon gesagt habe, die Deutschen sind ja extrem streng. Ich kann mir nur wenige Länder vorstellen, wo hier dann gleich mit einem Haftbefehl operiert wird. Ich gehe davon aus, dass hier ein europäischer Haftbefehl ausgestellt wurde. Ich gehe davon aus, dass man hier diesen Mann in Malta gesucht und gefunden hat. Vielfach macht das Finanzamt ja da einfach Suchen über das Internet. Möglicherweise haben sie dort im Companies House in Malta einen Eintrag gefunden, dass dieser Brite dort lebt. Da steht ja dann auch hier die Adresse jeweils drin. Ich kann es nicht sagen, wie hätten sie sonst wissen sollen, dass er in Malta ist. Vielleicht gab es auch einen Tippgeber, aber das sind so natürlich die Methoden, mit denen das Finanzamt arbeitet. In den meisten anderen Ländern wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass man erstmal versucht, die Person hier ausfindig zu machen, dass man dann versucht, hier auf dem Schriftwege über einen Anwalt das Ganze hier klar zu machen. Vielleicht hat das Finanzamt das auch gemacht und derjenige hat einfach nicht reagiert. Wer weiß, könnte natürlich so sein, aber es klingt natürlich schon ziemlich tough, was hier passiert ist. Wie gesagt, er hat sich jetzt dafür entschieden, sich nach Deutschland ausliefern zu lassen. Er wird dann dort, sagt sein Anwalt, versuchen, das Ganze zu klären. Der Richter in Malta hat jetzt ihm auch Zugang zu seinem Laptop genehmigt. Du siehst also hier, wie scharf hier gleich auch in Malta gegen ihn vorgegangen war. So, was heißt das Ganze nun für dich? Also hier haben wir ja eine typische Auswanderersituation, und zwar eine mehrfache Auswanderung. Es handelt sich also um einen Briten, der offensichtlich von Großbritannien vielleicht in die Schweiz zunächst umgezogen ist, dann nach Deutschland, dann nach Malta. Also jemand, der hier ziemlich mobil unterwegs war, wohl in den letzten Jahren. Dann hat er in Deutschland hier ein paar Jahre gearbeitet, offensichtlich hier nicht korrekt seine Steuern erklärt. Und dann hat man ihm jetzt sogar selbst in Malta nachgestellt. Das sollte dir auf jeden Fall eine Lehre sein. Wir sagen es ja immer wieder auf diesem Kanal, es ist extrem wichtig, dass du in Deutschland hier sauberen Tisch machst, wenn du gehst, dass du alles mit dem Finanzamt klärt, dass das Finanzamt einen Kontakt hat, wo man dich erreichen kann, entweder dich direkt oder eben über einen sogenannten Empfangsbevollmächtigten, Steuerberater, Anwalt, aber auch ein Familienmitglied oder sowas. Denn wie gesagt, solche Dinge, wie sie jetzt hier passieren mit diesen Briten in Malta,
die passieren eigentlich normalerweise nur, wenn das Ganze eskaliert, weil das Finanzamt dich hier nicht greifen kann oder dich nicht ausfindig machen kann oder du vielleicht nicht reagierst, beziehungsweise man kann dich schon ausfindig machen, aber du reagierst dann nicht. Wie gesagt, das deutsche Finanzamt ist dann da tatsächlich nicht zimperlich. Also man kann nicht davon ausgehen, dass man einfach dann sicher ist im Ausland und hier vor Verfolgung. Wie gesagt, mich würde jetzt mal interessieren natürlich, wie groß da die Beträge sind, denn so ohne weiteres macht natürlich da die Behörde auch nicht so einen Aufwand. Und es ist natürlich auch ganz wichtig zu sagen, es geht jetzt hier nicht darum, dass jemand Steuerschulden hat und dann zum Beispiel mit diesen Steuerschulden ins Ausland geht. Das ist ja eine rein zivilrechtliche Sache. Dann hier geht es tatsächlich um strafrechtliche Zusammenhänge. Hier hat er wohl tatsächlich Steuern nicht erklärt. Und das hat man nun herausbekommen. Also, man muss hier wirklich beim deutschen Finanzamt vom Schlimmsten immer ausgehen. Und zunächst mal will ich natürlich jedem hier raten, niemals Steuern zu hinterziehen in Deutschland. Das ist viel zu riskant. Gerade heutzutage mit dem Informationsaustausch, mit Daten-CDs, die da hin und her gereicht werden. Das ist schon extrem leichtfertig hier zu denken, dass man damit durchkommt, gerade in der heutigen Zeit. Und dann sich auch so in Sicherheit zu wiegen, das heißt, in einem anderen EU-Land zu sein, wo der Zugriff hier sehr einfach ist, wo es hier letztlich Zusammenarbeit gibt zwischen den Behörden, wo es den europäischen Haftbefehl gibt, ja. Also das ist natürlich schon extrem dumm, muss man ehrlich gesagt sagen. Also immer unter der Annahme, dass der Mensch es tatsächlich hier Steuern hinterzogen hat. Ich würde jedem raten, der hier möglicherweise sich etwas zu Schulden hat kommen lassen, mit seinem Anwalt zu reden und zu besprechen, was hier die beste Vorgehensweise ist. Du weißt ja, man kann eine Selbstanzeige machen. Vielfach gibt es dazu auch falsche Informationen und Missverständnisse. Die Selbstanzeige ist in vielen Fällen gut. Manchmal ist sie auch nicht gut, aber in vielen Fällen ist sie tatsächlich gut. Selbst wenn man zum Beispiel die Steuerschuld nicht sofort bezahlen kann. Mittlerweile kann man in der Regel auch Ratenzahlungen hier dann mit dem Finanzamt vereinbaren. Ich würde jedem raten, der nicht in Reinem ist mit dem Finanzamt, sich darum zu kümmern, aktiv und sich zumindest mit einem Anwalt zu beraten und dann das zu tun, was der Anwalt sagt, auch wenn das Ganze schon mehrere Jahre her ist. Wie gesagt, die Selbstanzeige ist nicht immer der beste Weg, aber in vielen Fällen kann man damit das Ganze natürlich dann hier aufräumen. Und man hat natürlich, wenn man im Ausland ist, dann auch eine gewisse Distanz zu dem Ganzen. Das kann also natürlich auch positiv sein, aber man sollte nicht einfach davon ausgehen, dass man hier Steuern hinterziehen kann in Deutschland und dass es dann nicht rauskommt. Und dieses Beispiel zeigt mal wieder, wie streng hier und auch hart das Finanzamt durchgreift. Wie gesagt, ich kann mir wenige Länder vorstellen, wo das Finanzamt wirklich so im Ausland dann auch hier den Zugriff macht, wie in diesem Fall. Möglicherweise ist das alles ja auch nur ein Missverständnis. Umso schlimmer dann, dass dieser Mensch hier dann verhaftet wird in Malta, das Ganze in der Presse veröffentlicht wird. Es gibt ja hier in der maltesischen Presse, wie auch in vielen anderen Ländern, gerade in angelsächsischen Ländern, jetzt keinen Schutz der Privatsphäre. Das heißt, zum Beispiel in diesem Presseartikel der Times of Malta steht der Name des Betroffenen drin, sein Alter etc. Ja, also wie gesagt, und das würde jedem drohen letztlich, der sich in einer ähnlichen Situation hier befindet in Malta. Mal angenommen, er wäre jetzt unschuldig und hat jetzt überhaupt keine Steuern hinterzogen. Vielleicht gab es einfach nur ein Missverständnis und er hat jetzt hier Steuern in der Schweiz bezahlt. So sagt es er, er hätte in Deutschland bezahlen müssen. Da wäre das natürlich schlimm für diese Person. Aber wie gesagt, normalerweise, meiner Erfahrung nach, passiert so etwas nicht. Gut, man kann natürlich hier falsch beraten werden durch Steuerberater, durch Rechtsanwälte. Aber meiner Erfahrung nach sind solche sogenannten Missverständnisse doch relativ selten. Man macht dann vielleicht irgendwas, probiert es dann aus und denkt, naja, es kommt ja dann sowieso nicht raus und hat auf einmal den Salat. Deswegen nochmal, richtige Beratung ist wichtig und man muss das Ganze eben im Zuge der Abmeldung, im Zuge des Wegzuges aus Deutschland machen. Ich würde wirklich raten, hier Zeit zu investieren und sicher zu gehen, dass die Abmeldung korrekt läuft. Und ich würde nicht diese Kopf in den Sand stecken Methode hier anwenden. Ich würde sagen, ich bin erreichbar für das Finanzamt. Ich tauche nicht einfach unter. Ich bin erreichbar, wenn das Finanzamt etwas von mir will, dann kann ich reagieren. Wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass in diesem Fall zum Beispiel derjenige einfach nicht erreichbar war oder nicht reagiert hat und sich gesagt hat, naja, das können die Deutschen schon wirklich machen. Aber da sehen wir, Pustekuchen, der Arm des deutschen Finanzamts ist sehr lange. Also
Abmeldung korrekt machen, bring deine Angelegenheiten in Ordnung, verlass dich nicht auf dein Glück und wenn du dir möglicherweise hast irgend zu Schulden kommen lassen, dann nehme jetzt schnell Kontakt mit einem Anwalt auf, lass dich dazu beraten und besprich mit ihm, wie du das Ganze ins Reine bringen kannst, damit du nicht solche Probleme bekommst wie dieser Brite, der jetzt hier in Malta festgenommen wurde. Wenn das Themen sind, die auch dich betreffen, wenn du ins Ausland gehen möchtest oder schon im Ausland bist, und du hast Fragen dazu, ob die Anmeldung korrekt hier gemacht wurde bei dir oder du nicht genau weißt, wie du die Abmeldung aus Deutschland korrekt vornehmen sollst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als uns genau mit solchen Themen auseinanderzusetzen und Mandanten dazu zu beraten. Der Wegzug ins Ausland kann sehr positiv sein. Er kann sehr viele positive Konsequenzen für dich haben. Viel weniger Steuern sind möglich, aber man muss es richtig machen und man darf, wie gesagt, das deutsche Finanzamt nicht unterschätzen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unseren Mandanten zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.